Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video beschäftigen wir uns mit zusammengesetzten Wörtern, den sogenannten Komposita. Wir schauen uns nun an, was genau Komposita sind, wie man sie bildet, mit welchen Wortarten man sie bildet und du lernst, was Fugenlaute sind. Die kennst du schon vom Genitiv, zum Beispiel der Arbeitsmarkt. Am Ende des Videos weißt du, wie du selbst neue Wörter bilden kannst. Cool, oder? Ich habe dir übrigens ein gratis Lernpaket gemacht, damit du noch schneller an dein Ziel kommst. Du kannst es dir über den Link unter diesem Video herunterladen. Also, was sind Komposita überhaupt? Im Deutschen ist es ja ganz normal, Wörter miteinander zu verbinden. Diese Wortverbindungen bestehen in der Regel aus zwei oder mehr Wörtern, die zusammen ein neues Wort mit einer eigenen Bedeutung bilden. Schau mal. Die Hand, die Tasche, die Handtasche. Die Bücher, das Regal, das Bücherregal. Der Computer, das Programm, das Computerprogramm. Das letzte Wort im Kompositum bestimmt übrigens das Genus, also ob maskulin, feminin oder neutrum. Und es trägt auch meistens die Bedeutung des ganzen Worts. Der Computer ist zwar maskulin, aber das hintere Wort, das Grundwort Programm, ist neutrum, daher ist das ganze Kompositum neutrum. Und Singular. Nächste Frage. Welche Wortarten können Komposita bilden? Am häufigsten bestehen Komposita aus Nomen und Nomen, aber auch andere Wortarten können beteiligt sein. Nomen plus Nomen. Die Haustür, der Zahnarzt, der Kindergarten. Adjektiv plus Nomen. Das Schwarzbrot, das Hochhaus, die Schnellstraße. Nomen plus Adjektiv. Schneeweiß, olivgrün oder steinalt. Verb plus Nomen. Die Waschmaschine, der Schlafsack, das Trinkwasser. Achtung, wenn das Verb den ersten Teil des Kompositums bildet, fällt das en des Infinitivs weg. Adverb oder Präposition plus Nomen. Die Unterwelt, die Zusammenfassung. Der Vorname. Präposition plus Verb. Ausgehen, vorstellen, mitbringen. Adjektiv plus Verb. Klarstellen, festnehmen, leicht fallen. Du siehst, Komposita sind im Deutschen sehr flexibel und ermöglichen es, mit einem zusammengesetzten Wort sehr präzise Bedeutungen auszudrücken. Wie schon erwähnt, können Komposita auch aus mehr als zwei Wörtern bestehen, sogar aus viel mehr. Du hast bestimmt schon oft Witze über diese endlos langen Wörter im Deutschen gehört, oder? Der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Klar, das ist der Kapitän einer Gesellschaft, die Dampfschifffahrten auf der Donau organisiert. Und kennst du schon das längste Wort der deutschen Sprache? Das Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz? Ja, das ist ein Gesetz, das siehst du am hinteren Teil des Wortes. Es diente zur Etikettierung von Rindfleisch. Das Gesetz gibt es aber nicht mehr. Warum wohl? Machen wir mal weiter mit der Frage, wie man Komposita schreibt. Man schreibt sie im Deutschen in der Regel zusammen, also ohne Leerzeichen und ohne Bindestriche, außer zur besseren Lesbarkeit bei sehr langen Wörtern. Die Fußballmannschaft, das Schüleraustauschprogramm, der Zahnarzttermin. Wenn das Wort sehr lang ist oder unübersichtlich wirkt, darf man mit einem Bindestrich arbeiten, wie bei diesem Komposita, das Schüler-Lehrer-Verhältnis oder die Online-Banking-Software. Kommen wir als nächstes zu den Fugenlauten. Das sind einzelne Buchstaben, die du oft brauchst, wenn du ein Kompositum bildest. Warum braucht man diese Laute?
Ganz einfach, um die Aussprache zu erleichtern. Hier ein paar Beispiele. Die Liebe, der Brief, der Liebesbrief. Das Auge, der Arzt, der Augenarzt. Der Frieden, der Vertrag, der Friedensvertrag. Es gibt leider keine festen Regeln für diese Fugenlaute, aber ich gebe dir mal die wichtigsten Laute und ein paar Tipps mit auf den Weg. Das S immer bei Nomen auf ung, heit, keit, schafft, tum, jon, ling, ität und ut. Also das Bildungsministerium, der Freiheitskampf, die Meinungsfreiheit. Das gilt auch bei Nomen auf T, die von einem Verb kommen, so wie bei der Arbeitsmarkt oder der Abfahrtsplan oder die Eintrittskarte. Ausnahmen sind der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Tut mir leid, eine Ausnahme gibt es ja leider immer irgendwo. Dann N oder EN. Die findest du häufig bei Wörtern, die im Plural auf N oder EN enden. Zum Beispiel der Augenarzt, die Gruppenarbeit, das Studentenleben. Und dann noch das E. Das ist häufig bei Wörtern zu finden, die im Plural auf E enden, so wie in die Hundeschule, das Tagebuch oder der Früchtetee. Ja, warum sind Komposita im Deutschen so beliebt? Weil man damit sehr genau und effizient Dinge benennen kann. Ein einziges deutsches Kompositum kann oft eine ganze Beschreibung oder einen ganzen Satz im Englischen oder in anderen Sprachen ersetzen. Krass, oder? Mein Tipp, um diese Wörter gut zu lernen: achte beim Lesen oder Hören auf zusammengesetzte Wörter und versuche sie in ihre einzelnen Teile zu zerlegen. Und frag dich natürlich, was jedes Teilwort bedeutet und wie sich die Bedeutung im Ganzen verändert. Keine Sorge, mit der Zeit bekommst du ein Gefühl dafür und wirst immer besser. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Lernen. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.